Wagner. Jeder Werksarzt muss hier die Zusatzqualifikation Notfallmedizin besitzen. Es gibt in der Medizin keine andere Fachrichtung, wo man so nah am Patienten ist und wo mein Handeln direkten Einfluss auf das Leben des Patienten hat, und das ist schon sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt die 112 auf dem Werksgelände wähle, wird der Anruf auf der Sicherheitsleitstelle entgegengenommen, die Abfrage gemacht und die Einsatzfahrzeuge entsprechend alarmiert und disponiert. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Unsere Aufgaben sind hauptsächlich, Notrufe der Mitarbeiter entgegenzunehmen. Wir sind auch dazu da, die Feuerwehr zu alarmieren, den Werkschutz zu alarmieren. Schicken Sie mir einen Einweiser runter ans Treppenhaus 2. Also das Einsatzspektrum ist wie draußen auch außerhalb des Werksgeländes meistens internistischer oder allgemeinmedizinischer Natur, also sprich Kreislaufprobleme, Herzinfarkt, Asthma, Allergien. Vom Ausstattungsumfang her ist es so, dass wir genauso wie im öffentlichen Rettungsdienst ausgestattet sind, um sämtliche Notfallsituationen zu versorgen. Aufgrund von dem industriellen Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, haben wir natürlich auch Ausrüstungsgegenstände, damit wir hier eine mögliche Gefährdung entgegenwirken können. Wir haben zum Beispiel eine Toxbox, also einen Vergiftungskoffer, wo wir entsprechende Gegenmaßnahmen vorhalten. Einsatz für den Rettungsdienst. Es geht nach Gebäude 132. Bewusstlose Person, 3 Jahre 8. Ein sehr geringer Teil sind auch Unfälle. Zum Glück haben wir hier einen sehr, sehr hohen Stand der Arbeitssicherheit und die kommen sehr selten vor. Ich habe einen Einsatz, klar. Wir arbeiten hier nach dem sogenannten Rendezvous-System. Das heißt, wenn der Disponent anhand des Notarzt-Einsatzkataloges feststellt, dass der Notfall so schwerwiegend ist, dass wir einen Notarzt brauchen, fährt parallel zur Alarmierung des Rettungswagens der Notarzt mit dem sogenannten Notarztzubringerfahrzeug an dem Einsatzort. Dort treffen sich die beiden Fahrzeuge, bilden eine taktische Einheit. Uns zeichnet aus, dass wir eine sehr schnelle, kurze Eintreffzeit haben hier am Standort, zwischen 3 bis 4 Minuten, niemals über 7 Minuten. Hinzu kommt, dass wir hier eine sehr gute Ortskenntnis haben. Wir wissen, wo wird was und wie wird dort produziert und gearbeitet, was passiert da. Das sind Kollegen letztendlich, für die wir da sind. Bei einem Notarzteinsatz hat immer der Notarzt die Verantwortung und die Führung. Bei einem Einsatz ohne Notarzt hat immer der Notfallsanitäter die Einsatzleitung. Natürlich haben wir Fortbildungen. Jeder Mitarbeiter, der im Rettungsdienst tätig ist, muss sich einer 30-stündigen Fortbildung unterziehen, die wir teilweise intern im eigenen Team darstellen, weil wir ausgebildete Instruktoren haben, aber auch mit externen Fortbildungen in Kooperation stattfinden lassen. Wir arbeiten immer im Team, wobei jeder seine zugeordnete Rolle hat, entsprechend seines Ausbildungsstandes. Ich persönlich versuche, mich zu fokussieren und gleichzeitig eine gewisse Entspannung zu haben, damit man einsatzbereit ist. Wenn die Versorgung des Notfallpatienten beendet ist, muss vor Ort entschieden werden, wie die Weiterversorgung stattfindet. Also ist die Verletzung nicht so groß, dann kann der Patient oder die Patientin im WD, im werksärztlichen Dienst, weiterversorgt werden. Oder wir fahren sie in eine Arztpraxis oder entsprechend in die nächstgelegene Klinik. Die Arbeitsteilung ist ganz wichtig, dass die verteilt wird. Und zwar ist es so, dass in der Regel der Fahrer auch im Anschluss dann die ganzen einsatztaktischen Sachen macht. Das heißt, er kümmert sich tatsächlich um das Klinikbett, macht die Anmeldungen, telefoniert. Rettungsdienst Starnberg, kurz hallo. Wir haben eine Patientin. Die heutigen Rettungswegen sind mit einem elektronischen System ausgestattet, die die Aufnahmekapazität der einzelnen Kliniken darstellt und wir sie auch elektronisch anmelden können. Prinzipiell gilt, niemand muss scheuen, uns anzurufen. Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Zusammenfassend kann man sagen, eigentlich ist ein Job zwischen Blaulicht, Leib und Seele.